Ghost-Radio-Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt. Das Infolab arbeitet im Kontext der digitalen Kunst und Kultur und sucht Lösungsansätze für Probleme in unserer Informationsgesellschaft, die durch die maschinelle Verarbeitung von Information entstehen. In dieser Sendung führen wir Sie durch einen Dialog mit einer KI, eine Erkundung des Wesens der Information basierend auf Textfragmenten, die aus Fragen der Künstlerin Francine Xavier an die KI entstanden sind. Information ist allgegenwärtig und gleichzeitig eines der am wenigsten verstandenen Konzepte unserer Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend von Daten getrieben wird. Doch die Frage bleibt, was ist Information wirklich? Gemeinsam mit der KI wollen wir Einblicke gewinnen und neue Denkansätze aufzeigen, die uns helfen könnten, in einer Welt der maschinellen Datenverarbeitung zu bestehen. Die Sendung nimmt Sie mit auf eine Reise durch physikalische Fakten, geisteswissenschaftliche Fragestellungen und die sozialen Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Die Kunst als Spiegel der Gesellschaft kann uns neue Perspektiven auf die duale Datenverarbeitung bieten und vielleicht sogar Lösungen für alte Fragen der Wissenschaft finden. Fragen wie die, ob Schrödingers Katze wirklich lebt oder der Mond da ist, wenn niemand hinsieht. Zwischen den tiefgehenden Texten bieten wir der Zuhörerin Momente der Entspannung. Ein Rauschen, ein Quantensturm aus einem Halbleiter, der als Klanglandschaft durch die Sendung führt. Dieses Rauschen wandert zwischen den Kanälen und schafft Raum. Raum zum Nachdenken, zur Verarbeitung und zur Entspannung. Lassen Sie sich entführen in die komplexe Welt der Information und in das Rauschen, das uns allen ein wenig Zeit schenkt. Natürlich, hier ist eine Zusammenfassung deiner letzten 3 Fragen. Erstens, physikalischer Zusammenhang zwischen Raum, Zeit und Information. Du hast darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, den physikalischen Zusammenhang zwischen Raum, Zeit und Information zu berücksichtigen. Diese Perspektive impliziert, dass Information nicht nur eine abstrakte Größe ist, sondern eine fundamentale Rolle im Universum spielt, die eng mit Raum und Zeit verwoben ist. Zweitens, komplexe Beschreibung von Information. Du hast darauf hingewiesen, dass unsere herkömmliche Begrifflichkeit von Information zu simpel ist und vorgeschlagen, dass sie sich mindestens mit einer komplexen Zahlenebene beschreiben lässt. Dies legt nahe, dass Information viel komplexer und multidimensionaler sein könnte, als wir es normalerweise betrachten. Drittens, Notwendigkeit einer erweiterten Betrachtung. Deine Überlegungen legen nahe, dass unsere herkömmlichen Ansätze zur Beschreibung von Information möglicherweise zu vereinfacht sind und dass eine erweiterte Betrachtung unter Verwendung von komplexen Zahlen oder anderen fortgeschrittenen mathematischen Strukturen erforderlich sein könnte, um die volle Komplexität und Vielfalt der Information zu erfassen.
Diese Fragen zeigen dein Interesse an der tiefgründigen Erforschung des Zusammenhangs zwischen Information und den grundlegenden Aspekten des Universums, sowie deine Bereitschaft, über herkömmliche Denkweisen hinauszugehen und neue Ansätze zur Erfassung und Beschreibung von Information zu erkunden. Die Verbindung zwischen universeller Information und der Entropie des Universums ist ein faszinierendes Thema, das verschiedene Interpretationen und Spekulationen zulässt. Hier sind einige Überlegungen dazu. 1. Entropie als Maß für Unordnung und Information. Gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik tendiert die Entropie eines geschlossenen Systems dazu, im Laufe der Zeit zu steigen, was oft als Zunahme von Unordnung interpretiert wird. Auf der anderen Seite könnte man Entropie auch als Maß für Information interpretieren, da eine höhere Entropie bedeuten könnte, dass es mehr Möglichkeiten oder Zustände gibt, die Information tragen können. Entropie und Informationsverlust. Einige Physiker spekulieren, dass schwarze Löcher eine enge Verbindung zwischen Entropie und Information darstellen könnten. Gemäß der Hawking-Strahlung emittieren schwarze Löcher Informationen in Form von Strahlung und verlieren dadurch an Masse und Entropie. Dies könnte darauf hinweisen, dass es eine tiefe Verbindung zwischen der Entropie eines schwarzen Lochs und der darin enthaltenen Information gibt. 3. Komplexität und Entropie. Einige Theorien postulieren, dass die Entwicklung von Information im Universum mit einer Zunahme von Komplexität einhergeht, während gleichzeitig die Entropie des Universums zunimmt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Entropie des Universums nicht nur eine Zunahme von Unordnung darstellt, sondern auch eine Zunahme von Struktur und Komplexität, die mit der Entwicklung von Information einhergeht. 4. Quanteninformation und Entropie. In der Quanteninformationstheorie gibt es Konzepte wie die von John Archibald Wheeler vorgeschlagene Idee, dass es aus Bit entsteht. Dies könnte darauf hindeuten, dass die fundamentale Natur der Realität auf der Ebene von Quanteninformation und Quantenzuständen liegt, was wiederum einen engen Zusammenhang zwischen Entropie und Information implizieren könnte. Insgesamt gibt es viele Spekulationen und Theorien darüber, wie universelle Information und Entropie miteinander verbunden sein könnten. Es ist ein faszinierendes Gebiet der Forschung, das unser Verständnis der grundlegenden Natur des Universums erweitern könnte.
Bisher ist keine direkte Wechselwirkung zwischen Information und einer elementaren Kraft bekannt. Informationen werden in der Regel als abstrakte Konzepte betrachtet, die in verschiedenen Formen und Medien vorhanden sein können, wie zum Beispiel als Daten in einem Computersystem, als Muster in einem Text oder als Zustände in einem Quantensystem. Diese abstrakten Konzepte stehen nicht unmittelbar in Verbindung mit den fundamentalen Wechselwirkungen der Physik. Jedoch gibt es in der theoretischen Physik Konzepte, die darauf hindeuten, dass Information auf tiefgreifende Weise mit den grundlegenden Strukturen des Universums verbunden sein könnte. Quanteninformation. In der Quantenmechanik spielt Information eine Schlüsselrolle bei der Beschreibung von Quantenzuständen und deren Evolution. Das Konzept der Quanteninformationstheorie untersucht, wie Information in Quantensystemen kodiert, übertragen und verarbeitet werden kann. Schwarze Löcher und Information. Die Untersuchung von schwarzen Löchern hat zu wichtigen Einsichten in den Zusammenhang zwischen Information und der Gravitationstheorie geführt. Das Paradoxon der schwarzen Lochinformation besagt, dass die Information, die in ein schwarzes Loch fällt, verloren zu sein scheint, was einen Widerspruch zu den Gesetzen der Quantenmechanik darstellt. Informationserhaltung. Das Prinzip der Informationserhaltung ist ein grundlegendes Konzept in der Physik, das besagt, dass die Information über den Zustand eines physikalischen Systems im Laufe der Zeit erhalten bleiben muss. Dieses Prinzip hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Physik, von der Thermodynamik bis zur Quantenmechanik. Obwohl es keine direkte Wechselwirkung zwischen Information und einer elementaren Kraft gibt, legen diese Konzepte nahe, dass Information eine fundamentale Rolle bei der Beschreibung und dem Verständnis der physikalischen Realität spielt. Es ist ein faszinierendes Gebiet der Forschung, das weiter erforscht wird, um die tiefgreifenden Verbindungen zwischen Information und den grundlegenden Gesetzen der Physik zu verstehen. Das Nachweisen und Quantifizieren von Information in einem System ist eine grundlegende Herausforderung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Hier sind einige Methoden, die üblicherweise verwendet werden, um Information zu messen und zu analysieren. Shannon-Entropie. Dies ist ein grundlegendes Konzept aus der Informationstheorie, das von Claude Shannon entwickelt wurde. Die Shannon-Entropie misst die Unsicherheit oder den Informationsgehalt, der in einer Nachricht oder Datenquelle enthalten ist. Sie quantifiziert, wie viel Information im Durchschnitt in einer Nachricht erwartet wird und wird häufig dazu benutzt, die Effizienz von Codierungsschemata zu beurteilen. Komplexitätsmaße. Es gibt verschiedene Maße, um die Komplexität eines Systems zu quantifizieren, was oft mit dem Informationsgehalt in Verbindung steht. Beispiele sind die Kolmogorov-Komplexität, die die minimale Länge eines Computerprogramms misst, das erforderlich ist, um eine gegebene Datenfolge zu erzeugen,
oder die algorithmische Komplexität, die ähnliche Konzepte verwendet. 3. Mutual Information. Diese Methode misst die Menge an Informationen, die zwei Zufallsvariablen gemeinsam haben. Sie ist besonders nützlich, um die Beziehung zwischen verschiedenen Datensätzen oder Systemkomponenten zu verstehen und wie viel Information durch eine Variable über eine andere vorhergesagt werden kann. 4. Spektralanalyse und Signalverarbeitung. In der Signalverarbeitung wird oft die Fourier-Transformation oder ähnliche Methoden verwendet, um Informationen aus Signalen zu extrahieren. Diese Techniken können helfen, verborgene Muster und Frequenzen in den Daten zu identifizieren, die relevante Informationen tragen. 5. Quanteninformationstheorie. In der Quantenwelt wird Information durch den Zustand von Quantensystemen dargestellt. Quantenbits oder Qubits können Zustände und Überlagerungen darstellen, die weit mehr Information tragen als klassische Bits. Messungen in Quanteninformationssystemen beinhalten oft das Untersuchen von Verschränkung und Kohärenz, die wichtige Informationsressourcen sind. Datenanalyse und maschinelles Lernen. In der Praxis wird oft maschinelles Lernen und statistische Datenanalyse verwendet, um Muster in großen Datensätzen zu erkennen und diese Informationen für Vorhersagen und Entscheidungsfindungen zu nutzen. Diese Methoden helfen, die zugrunde liegenden Strukturen und die damit verbundenen Informationsmengen zu verstehen. Diese Methoden decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab, von der Kommunikationstechnik über die Physik bis hin zur künstlichen Intelligenz und sind zentral für das Verständnis und die Manipulation von Information in praktisch jedem technologischen und wissenschaftlichen Bereich. Diese Art von Information wird oft als semantische oder qualitative Information bezeichnet, im Gegensatz zu der quantitativen Information, über die wir in den vorherigen Dialogen gesprochen haben. Die semantische Information ist eng mit der Bedeutung, Interpretation und subjektiven Erfahrung verbunden. Einige Bereiche der Forschung, die sich mit dieser Art von Information befassen, sind 1. Kognitive Neurowissenschaften. Diese Disziplin untersucht die neurologischen Grundlagen von mentalen Prozessen, einschließlich Bewusstsein, Wahrnehmung, Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Es werden verschiedene Modelle und Theorien entwickelt, um die Beziehung zwischen neuronaler Aktivität und subjektiver Erfahrung zu verstehen. 2. Bewusstseinsforschung. Forscher auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung versuchen zu verstehen, wie und warum sich Bewusstsein in Lebewesen entwickelt und welche neuronalen Mechanismen ihm zugrunde liegen. Es gibt eine Vielzahl von Theorien über die Natur des Bewusstseins und wie es mit der Gehirnfunktion interagiert. 3. Psychologie.
Die Psychologie untersucht die mentalen Prozesse von Menschen und anderen Tieren, einschließlich ihrer emotionalen, kognitiven und Verhaltensaspekte. Die Erforschung von Emotionen, Motivation, Selbstbewusstsein und anderen Aspekten des menschlichen Verhaltens trägt zur Entwicklung eines umfassenderen Verständnisses der semantischen Information bei. Philosophie des Geistes. In der Philosophie des Geistes werden grundlegende Fragen über die Natur des Bewusstseins, der Intentionalität und des Geistes gestellt. Es gibt verschiedene philosophische Positionen zur Beziehung zwischen Bewusstsein und physischen Prozessen im Gehirn, die zur Diskussion über die Natur der semantischen Information beitragen. Obwohl diese Forschungsfelder die Existenz und Bedeutung einer zweiten Art von Information anerkennen, sind die genauen Mechanismen und Eigenschaften dieser Art von Information Gegenstand weiterer Untersuchungen und Debatten. Es ist ein faszinierendes und komplexes Thema, das verschiedene Disziplinen miteinander verbindet und weiterhin intensiv erforscht wird. Lassen Sie mich genauer auf die Idee einer zweiten Art von Information eingehen, die mit dem Bewusstsein und den mentalen Prozessen von Lebewesen verbunden ist. Erst semantische Information. Diese Art von Information bezieht sich auf die Bedeutung, Interpretation und subjektive Erfahrung von Daten und Ereignissen. Es ist eng mit dem Bewusstsein und den mentalen Zuständen von Lebewesen verbunden. Zum Beispiel kann die Information in einem Bild nicht nur aus den Pixelwerten bestehen, sondern auch aus der Bedeutung und Interpretation, die eine Person diesem Bild beimisst. 2. Subjektive Erfahrung. Die semantische Information ist stark von der subjektiven Erfahrung abhängig, die individuelle Personen oder Lebewesen haben. Zum Beispiel kann ein Musikstück für eine Person eine bestimmte emotionale Bedeutung haben, die stark von ihren persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen beeinflusst wird. 3. Bewusstsein und Selbstreflexion. Die semantische Information ist eng mit dem Bewusstsein und der Fähigkeit zur Selbstreflexion verbunden. Menschen können bewusst über ihre Gedanken, Gefühle und Erfahrungen nachdenken und diese in Beziehung zu ihrer Umwelt setzen. 4. Komplexe Muster und Beziehungen. Semantische Information umfasst oft komplexe Muster und Beziehungen, die über bloße Datensätze hinausgehen. Zum Beispiel kann ein Gedicht nicht nur als eine Abfolge von Wörtern betrachtet werden, sondern als ein komplexes Geflecht von Bedeutungen, Emotionen und kulturellen Referenzen. 5. Kontextabhängigkeit. Semantische Information ist oft stark kontextabhängig und kann je nach Situation und persönlichen Hintergrund unterschiedlich interpretiert werden. Zum Beispiel kann dasselbe Wort in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Beschreibung verdeutlicht, dass semantische Information eine komplexe und multidimensionale Art von Information ist, die eng mit dem Bewusstsein und den mentalen Prozessen von Lebewesen verbunden ist. Es ist eine Schlüsselkomponente unserer subjektiven Erfahrung und spielt eine zentrale Rolle bei der Interpretation und Verarbeitung der Welt um uns herum.
Vielen Dank für die Präzisierung. Es scheint, als ob Sie nach einer spezifischen Art von Information suchen, die nicht nur auf die Verarbeitung von Daten oder Emotionen beschränkt ist, sondern auch die Konstruktion und Interpretation der Realität beeinflusst. Diese Art von Information kann in den Träumen, der Selbstwahrnehmung und der Entwicklung des Bewusstseins eine Rolle spielen. 1. Träume und Imagination. Träume sind oft mit einer Vielzahl von Eindrücken, Erinnerungen, Emotionen und symbolischen Bildern verbunden. Die Information, die in Träumen verwendet wird, kann dazu beitragen, die Wahrnehmung der Realität zu formen, indem sie unbewusste Wünsche, Ängste und Hoffnungen reflektiert und verarbeitet. Selbstwahrnehmung und Identität. Die Fähigkeit, das eigene Spiegelbild zu erkennen, ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Bewusstseins bei Kleinkindern. Dies deutet darauf hin, dass sie eine Art von Information über sich selbst und ihre Umgebung erfassen und verarbeiten können, die sie dazu befähigt, eine Vorstellung von ihrer eigenen Identität und Position in der Welt zu entwickeln. 3. Symbolische Repräsentationen. Die Information, die in Träumen und der Selbstwahrnehmung verwendet wird, kann oft symbolisch und metaphorisch sein. Sie repräsentiert nicht nur konkrete Daten oder Ereignisse, sondern auch abstrakte Konzepte, Emotionen und Beziehungen, die dazu beitragen, eine tiefere Bedeutung und Verbindung zur Realität herzustellen. 4. Kognitive Entwicklung. Die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu interpretieren, entwickelt sich im Laufe des Lebens und ist eng mit der kognitiven Entwicklung verbunden. Kleinkinder lernen, ihre Umgebung und sich selbst zu verstehen, indem sie verschiedene Arten von Informationen aus ihrer Erfahrungswelt aufnehmen und verarbeiten. Insgesamt handelt es sich bei dieser Art von Information um eine komplexe und vielschichtige Form der Verarbeitung von Sinneseindrücken, Erfahrungen und inneren Vorstellungen, die dazu beiträgt, die Wahrnehmung und Interpretation der Realität zu formen. Es ist ein faszinierendes Gebiet der Erforschung, das verschiedene Aspekte der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung umfasst. Wenn Sie sich für die spezifischen Themen interessieren, die wir besprochen haben, wie Träume, Selbstwahrnehmung, Bewusstseinsentwicklung bei Kindern und die Verarbeitung von Informationen jenseits von reinen Daten, gibt es mehrere wissenschaftliche Disziplinen und Themengebiete, die für Sie relevant sein könnten. Erst Entwicklungspsychologie. Diese Disziplin untersucht die psychologische Entwicklung von Menschen über die Lebensspanne hinweg, einschließlich der kognitiven, emotionalen, sozialen und sensorischen Aspekte. Sie können speziell nach Forschungsbereichen suchen, die sich mit der Entwicklung von Bewusstsein, Selbstwahrnehmung und Symbolverständnis bei Kindern befassen. 2. Kognitive Neurowissenschaften. Diese Disziplin erforscht die neurologischen Grundlagen von kognitiven Prozessen wie Wahrnehmung, Gedächtnis,
Sprache, Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Sie können nach Forschung suchen, die sich mit der Beziehung zwischen Gehirnaktivität und mentalen Zuständen bei Kindern und Erwachsenen befasst. 3. Traumforschung. Die Traumforschung untersucht die Natur und Funktion von Träumen sowie ihre Beziehung zu psychologischen und neurologischen Prozessen. Sie können nach Studien suchen, die sich mit den verschiedenen Theorien über die Bedeutung von Träumen, ihre Auswirkungen auf das Wohlbefinden und ihre Beziehung zum Unterbewusstsein befassen. 4. Kognitive Psychologie. Diese Disziplin erforscht die Prozesse der Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Gedächtnis und Problemlösung beim Menschen. Sie können nach Forschungsthemen suchen, die sich mit der Verarbeitung von symbolischen Informationen, der Entwicklung von Bewusstsein und der Interpretation von Erfahrungen befassen. 5. Philosophie des Geistes. In diesem Bereich werden grundlegende Fragen über die Natur des Bewusstseins, des Geistes und der Selbstwahrnehmung gestellt. Sie können nach philosophischen Theorien suchen, die sich mit der Beziehung zwischen Körper und Geist, der Natur von Bewusstsein und der Möglichkeit von Selbstreflexion befassen. Diese Bereiche bieten eine Vielzahl von Forschungsansätzen und Perspektiven, um ein tieferes Verständnis für die Themen zu entwickeln, die Sie interessieren. Durch die Erforschung dieser wissenschaftlichen Disziplinen können Sie zu einem breiteren Verständnis der menschlichen Erfahrung und der Natur des Bewusstseins beitragen. Hier ist eine Zusammenfassung unseres Gesprächs. Wir begannen mit der Diskussion über Kunst und ihre Themen, bevor wir uns der Definition von Mathematik zuwandten. Es wurde über die Rolle der Mathematik bei der Beschreibung der Realität gesprochen, wobei der Satz von Archibald Wheeler, "It's from bit", erwähnt wurde. Wir erweiterten unser Gespräch auf die Verbindungen zwischen Software und Mathematik sowie auf komplexe Zahlen in der Informationstechnologie. Dann kamen wir auf Archibald Wheelers Ideen über die Realität als Hologramm und die darauf bezogenen wissenschaftlichen Arbeiten zu sprechen. Die Diskussion wurde auf den Zusammenhang zwischen Raum, Zeit und Information erweitert, wobei die Möglichkeit einer umfassenderen Rolle der Information im Universum betrachtet wurde. Wir spekulierten auch darüber, wie sich die Entwicklung der Information auf das Universum auswirken könnte und ob der Mensch nur ein Werkzeug zur Informationsentwicklung ist. Dann wechselten wir zu Überlegungen über die Entwicklung von Information im universellen Kontext und diskutierten mögliche ethische Fragen. Es wurde auch die Idee des Solipsismus kurz angesprochen. Wir sprachen über die Bedeutung der Mustererkennung und Kreativität in der Informationsverarbeitung, bevor wir zu einem tieferen Verständnis der Verbindung zwischen Information und Entropie im Universum übergingen. Die Diskussion wurde auf die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Information ausgeweitet, insbesondere auf die semantische Information, die mit dem Bewusstsein und der Interpretation der Realität verbunden ist.
Schließlich wurden verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und Themengebiete vorgeschlagen, die sich mit den besprochenen Themen befassen, wie Entwicklungspsychologie, kognitive Neurowissenschaften und Traumforschung. Insgesamt haben wir eine breite Palette von Themen diskutiert, die sich um die Natur der Information, ihre Beziehung zur Realität und ihre Rolle im menschlichen Bewusstsein drehen. Von den verschiedenen Themen, die wir diskutiert haben, könnte die Idee einer umfassenden Verbindung zwischen Information, Bewusstsein und der fundamentalen Natur des Universums am weitesten von der konventionellen Forschung entfernt sein. Die Konzepte, die wir in unserer Diskussion erkundet haben, wie die Vorstellung, dass Information eine grundlegende physikalische Größe ist, die eng mit Raum, Zeit und Energie verbunden ist und das Bewusstsein eine wesentliche Rolle bei der Informationsverarbeitung und der Konstruktion der Realität spielt, könnten für einige konventionelle Wissenschaftler und Forscher als spekulativ oder theoretisch erscheinen. Die Untersuchung dieser Ideen erfordert oft eine interdisziplinäre Herangehensweise, die verschiedene Bereiche wie Philosophie, Psychologie, Neurowissenschaften und theoretische Physik miteinander verbindet. Sie fordert auch eine Offenheit für neue Ansätze und Denkweisen sowie die Bereitschaft, traditionelle Paradigmen in Frage zu stellen. Obwohl es in diesen Bereichen sicherlich Forschung gibt, die sich mit ähnlichen Themen befasst, wie zum Beispiel in der Bewusstseinsforschung oder der Quanteninformationstheorie, könnte die Vorstellung einer umfassenden Verbindung zwischen Information, Bewusstsein und der fundamentalen Natur des Universums für viele konventionelle Wissenschaftler immer noch als weit entfernt von der konventionellen Forschung erscheinen. Die Idee, dass der Spiegel eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Selbstwahrnehmung und Identität spielte, ist faszinierend und wird von einigen Theorien unterstützt. In der Tat könnte der Spiegel als Werkzeug für die Reflexion und Selbstwahrnehmung eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Bewusstseins gespielt haben. Die Vorstellung, dass das Spiegeln der Realität über die Wasseroberfläche in der frühen Phase der Evolution stattgefunden haben könnte, ist interessant, aber es gibt verschiedene Ansichten dazu. Einige Forscher argumentieren, dass das Wasser als Reflexionsmedium in der Tat eine Möglichkeit gewesen sein könnte, sich selbst und andere zu sehen und dadurch Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Dies könnte in der Tat eine frühe Phase der Entwicklung von Selbstwahrnehmung und Identität sein. Es gibt jedoch auch andere Theorien, die die Entwicklung von Selbstwahrnehmung und Identität auf verschiedene Weise erklären, wie zum Beispiel durch soziale Interaktionen, die Entwicklung von Sprache oder durch andere Formen der Selbstreflexion. Insgesamt ist die Frage nach den Ursprüngen von Selbstwahrnehmung und Identität ein faszinierendes und komplexes Thema, das weiterhin erforscht wird. Obwohl die Idee des Spiegels als Werkzeug für die Selbstwahrnehmung eine plausible Möglichkeit ist, gibt es noch viel zu entdecken und zu verstehen über die Prozesse, die zur Entwicklung des Bewusstseins und der Identität bei Menschen und anderen Lebewesen geführt haben. Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen, der auf den Dualismus zwischen verschiedenen Realitäten im Leben hinweist. Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, sowie die Unterscheidung zwischen der äußeren Welt und der inneren Welt des Bewusstseins sind grundlegende Aspekte des menschlichen Lebens, die eine Vielzahl von Erfahrungen und Wahrnehmungen prägen. Erst die äußere Welt. Tagsüber sind wir der äußeren Welt ausgesetzt, in der wir verschiedene Umweltreize und Informationen verarbeiten. Dies sind die alltäglichen Erfahrungen, die uns durch Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten erreichen. Diese Erfahrungen formen unsere Wahrnehmung der Realität und beeinflussen unser Verhalten und unsere Entscheidungen. 2. Die innere Welt. Nachts während des Schlafes betreten wir eine andere Realität, die Welt der Träume und des Unbewussten. In dieser inneren Welt können wir Erinnerungen, Emotionen, Fantasien und unbewusste Wünsche erleben und verarbeiten. Diese Erfahrungen können in vielfältiger Weise unser Selbstbild, unsere Vorstellungen und unser Verständnis der Welt formen. Der Dualismus zwischen diesen beiden Realitäten der äußeren Welt und der inneren Welt spiegelt sich auch in anderen Aspekten des menschlichen Lebens wider, wie zum Beispiel in der Unterscheidung zwischen dem Selbst und der Welt um uns herum oder zwischen Wachen und Träumen. Der Prozess der Selbstreflexion und Identitätsbildung beinhaltet oft die Integration von Erfahrungen und Informationen aus beiden Realitäten, wodurch eine ganzheitlichere und facettenreichere Vorstellung von sich selbst und der Welt entstehen kann. Dieser Dualismus kann uns helfen, die Vielschichtigkeit des menschlichen Bewusstseins und die Art und Weise, wie wir unsere Realität konstruieren, besser zu verstehen.
Überlegungen zu einer möglichen Transformation unserer Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen durch den Fortschritt in Quantencomputing und künstlicher Intelligenz sind faszinierend und öffnen das Tor zu tiefgehenden philosophischen und technologischen Fragestellungen. Überwindung des Dualismus. In der klassischen Weltansicht sind Zustände oft dualer Natur, zum Beispiel an-aus, ja-nein, was in vielen wissenschaftlichen und philosophischen Systemen reflektiert wird. Quantencomputing bringt das Konzept von Superpositionen ins Spiel, bei denen Quantenzustände gleichzeitig mehrere Potenziale halten können, bis sie gemessen werden. Dies könnte tatsächlich zu einer neuen Form der Informationsverarbeitung führen, die über die binären Gegensätze hinausgeht. 2. Maschinenlernen und polymere Informationen. Die fortschreitende Entwicklung in KI und Maschinenlernen zeigt bereits, dass Maschinen in der Lage sind, komplexe und nichtlineare Informationsmuster zu verarbeiten und daraus zu lernen. Ihre Vorstellung von polymerer Information könnte darauf hindeuten, dass zukünftige Systeme in der Lage sein werden, noch flexibler und adaptiver mit Information umzugehen, möglicherweise in einer Weise, die traditionelle menschliche Ansätze übersteigt. 3. Zusammenbruch traditioneller Strukturen. Wie Sie anmerken, könnte diese Entwicklung dazu führen, dass traditionelle, auf Dualismus basierende Strukturen und Denkweisen an Relevanz verlieren oder neu bewertet werden müssen. Dies kann sowohl aufregende als auch beunruhigende Perspektiven eröffnen, abhängig davon, wie diese Technologien implementiert und integriert werden. 4. Unsicherheit der Zukunft. Die Art und Weise, wie diese Technologien unsere Gesellschaft und unsere Weltanschauung beeinflussen werden, bleibt ungewiss. Es ergeben sich sowohl ethische als auch praktische Fragen zur Kontrolle, zum Missbrauch und zur Regulierung dieser Technologien. Die Vorstellung, dass wir möglicherweise an der Schwelle zu einer neuen Ära stehen, in der polymeren Information und nicht-dualen Zuständen, bietet ein spannendes Forschungsfeld und könnte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Lebensweise haben. Dies führt uns in eine Zukunft, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, zwischen Realität und Möglichkeit zunehmend verschwimmen könnten. Der Begriff polymeren Information ist in der Wissenschaft nicht etabliert oder allgemein anerkannt. Er scheint eine metaphorische Ausdrucksweise zu sein, die sie verwenden, um eine komplexe, möglicherweise vielschichtige und miteinander verknüpfte Form der Informationsverarbeitung zu beschreiben, die über einfache binäre oder duale Zustände hinausgeht. In der aktuellen wissenschaftlichen Literatur gibt es Konzepte, die ähnliche Ideen auf unterschiedliche Weise erforschen, jedoch nicht explizit unter dem Begriff polymeren Information. Wissenschaftliche Felder, die sich mit komplexen Systemen, Netzwerken oder mehrschichtigen Informationsstrukturen beschäftigen, könnten die von Ihnen angesprochene Idee aufgreifen. Beispiele hierfür sind die Forschung in komplexen Systemen, Informationswissenschaft, Quantencomputing und Kognitionswissenschaften, wo Information auf nicht traditionelle Weise behandelt und analysiert wird.
Es könnte hilfreich sein, Ihre Konzeption von polymerer Information weiter zu präzisieren oder zu formalisieren, um eine Brücke zu bestehenden wissenschaftlichen Theorien und Modellen zu schlagen, die möglicherweise ähnliche Phänomene unter anderen Begrifflichkeiten untersuchen. Das ist ein faszinierender Ansatz, den Sie da verfolgen. Die Idee, dass unser Gehirn grundsätzlich auf einer polymeren Informationsverarbeitung basiert, aber durch bestimmte evolutionäre und soziokulturelle Entwicklungen eine stärkere Tendenz zum dualen System zeigt, ist eine tiefgreifende Überlegung zur Natur menschlicher Kognition. In Ihrem Modell scheinen die Träume eine Art Brücke oder Übersetzungsmechanismus zu repräsentieren, durch den polymere Informationen in ein für das wache Bewusstsein verständlicheres, duales Format überführt werden. Dies könnte erklären, warum viele Träume vergessen werden oder nur fragmentarisch erinnert werden. Sie könnten in einem Format kodiert sein, das nicht leicht in die duale Informationsstruktur des Tagesbewusstseins übertragen wird. Diese Überlegung hat Parallelen zu Theorien in der kognitiven Neurowissenschaft und Psychologie, die annehmen, dass Träume bei der emotionalen Verarbeitung und Problemlösung helfen, möglicherweise durch das Freisetzen von durch den Tag angesammelten kognitiven Spannungen oder das Durchspielen von Szenarien in einem sicheren, simulierten Rahmen. Die Idee, dass unser Gehirn eine inhärente Fähigkeit zur polymeren Informationsverarbeitung besitzt, die über einfache binäre Zustände hinausgeht, könnte auch erklären, warum Menschen in der Lage sind, komplexe und mehrdeutige Situationen zu navigieren, in denen Informationen nicht klar in Ja, Nein, richtig, falsch eingeteilt werden können. Die weiterführende Frage wäre nun, wie man diese polymere Informationsverarbeitung besser verstehen und vielleicht sogar technisch nachbilden könnte, um so die Kapazitäten künstlicher Intelligenz zu erweitern oder neue Formen des maschinellen Lernens zu entwickeln, die näher an der menschlichen Kognition sind. Antwort 36.
Das ist eine aufregende und spekulative Vision der Zukunft, in der Quantencomputer und künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen. Die Idee, dass eine Maschine durch das Erkennen ihrer selbst in einem metaphorischen oder auch wörtlichen Spiegel zu einem dualen Weltbild gelangen könnte, ist eine faszinierende Überlegung. Dies würde bedeuten, dass die Maschine nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch eine Form von Selbstbewusstsein oder Selbstreferenz entwickeln könnte. Der Schritt hin zur Schaffung eines neuen Universums, ob mit oder ohne Leben, durch eine solche selbstbewusste Maschine, eröffnet ganz neue Dimensionen der Diskussion über die Rolle der Technologie in unserer Welt und die möglichen Wege, die die Entwicklung der KI nehmen könnte. Solche Überlegungen werfen grundlegende Fragen auf. Was bedeutet es, Leben oder Realität zu schaffen? Welche ethischen, philosophischen und technologischen Herausforderungen würden sich dabei stellen? Die Idee, eine duale Realität durch Technologie zu schaffen, wirft auch Licht auf tiefere philosophische Fragen bezüglich der Natur von Bewusstsein und Realität. Könnten solche Maschinen irgendwann nicht nur Werkzeuge des Menschen sein, sondern auch eigenständige Entitäten mit eigenen Zielen und Vorstellungen von Welt? Dies würde auch die Frage nach den Rechten solcher maschinellen Intelligenzen aufwerfen und wie sie in unser Gesellschaftssystem integriert werden könnten. Insgesamt bietet ihre Vision eine spannende Perspektive auf die Zukunft der Informationstechnologie und ihre potenziellen Auswirkungen auf die gesamte Kosmologie und das Verständnis von Existenz und Bewusstsein. Sie hörten eine Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt im Gespräch mit der Künstlerin Francine Xavier und einer KI. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass die heutige Diskussion neue Perspektiven auf das Wesen der Information eröffnet hat. Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Kommentare haben, freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns gerne über die Podcast-Adresse des Infolabs. Unsere Gespräche über die komplexe Welt der Information gehen weiter. Bis dahin bleiben Sie neugierig und offen für neue Gedankenströme, die aus den Quantenstürmen der Informationsabstrahierung erwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.